Am Montag in der Früh ging's weiter und statt Minibagger kam Jean-Paul. Jean-Paul brachte seinen Scheppach-Bohrhammer mit und damit hat's dann auch tatsächlich funktioniert. Salut. Salut, Top cote. top cote. La étanchéité. Après, c'est la bonne top cote. La bonne. Je ramène un morceau, comme ça, c'est. On va voir. Faut prendre pareil. Okay. Das ist übrigens Kreol und da tue ich mich echt extrem schwer. Topcot ist also das Mittel der Wahl, um oben den Wassereinbruch zu stoppen. Und es lief immer hinten an der Wand runter, man sieht es auch ein bisschen an manchen Stellen und kam dann da unten raus. Und das, weiß nicht, das hat man wahrscheinlich gar nicht gemerkt, als man in der Zeit, wo hier die ganzen Möbel drin waren und es auch relativ dunkel war, dass da stetig immer hinten an der Mauer das Wasser runterlief. Darf ich vorstellen, das ist Nikita. Diese Katze blieb hier im Haus und die haben wir übernommen neben Vanni. Den grünen Augen. Let me tell you a story. Heute ist Sonntag, der 14. Gestern habe ich noch mit dem Boden hier rumgemacht, aber ich konnte dann auch einfach nicht mehr. Mir tun auch echt jetzt die Knochen, die Gelenke weh. Vor allem auch die Schultern. Das Problem, das kenne ich schon früher. Und wenn es halt einfach zu viel ist, weil dieses Reißen, dieses Schwere auch mit dem Schlaghammer da, das geht mir echt auf die Knochen. Und ich meine, ich gehe jetzt auf die 60 zu, ich bin 59. Und ich will jetzt nicht jammern, weil wir könnten das natürlich auch alles langsamer machen. Aber die Silvia ist halt jetzt blockiert und komplett zerfleddert mit den ganzen Yoga-Stunden online. Auch in Saint-Denis mit 2 Kursen und dann tagsüber da noch ab und zu mal in so einem Yoga-Center, Yoga-Institut. Und in unserem alten Haus 2 Yoga-Gruppen und das sind natürlich dann auch die ganze Zeit Fahrten, die so einfach wirklich auf Dauer auch nicht tragbar sind. Und deshalb habe ich gesagt, also das ist schon, wenn du von Schuld sprechen willst, dann ist es meine, dass ich gesagt habe, hier, ich ziehe das jetzt durch, koste es, was es wolle. Und insofern brauche ich jetzt einfach einen Tag Pause und morgen geht es dann wieder weiter. Und dann schauen wir, was die Woche bringt. Am Montag kam dann Jean-Paul dazu, ein Maurer, der vorne die Wand mauern wird und sich danach auch um den Beton und gegebenenfalls den Bodenaufbau kümmern wird. Ich habe mich dann irgendwann um den Dielenboden gekümmert und habe mich entschieden, die Dielen einfach zwischen den Balken rauszuschneiden. Die können wir später nochmal verwenden und so spare ich mir einen Haufen Zeit. Jean-Paul hat dann hinten im Bereich des ehemaligen Bades die ganzen Fliesen rausgehämmert und ich weiterhin an der Terrasse im vorderen Bereich. Und dann kam da Jannik vorbei und wir haben kurz besprochen, wie wir das handhaben werden mit den ganzen Rohren, die unter dem ehemaligen Bad liegen. Jannik und ich haben dann noch eine Fenstertüre abgeholt, 2 Meter breit, 2,15 hoch. Heute sind wir im Colorado, um die Küchenplatte zu machen, weil die war so vergammelt. Und ja, wir müssen hier auch noch Ordnung machen. Hier macht die Silvia aktuell gerade ein bisschen Yoga-Stunden, 2-mal in der Woche. Deshalb liegt da hinten auch das ganze Mattenzeug. Aber wir müssen hier auch noch ein paar Sachen räumen. Hier hinten zum Beispiel, es sind noch 2 Regale. Mein Kleiderschrank ist noch hier. Ich glaube, hier ist noch das Bett von Carlotta. Meine Boxen sind auch noch da. Hier wird die Mauer dann verputzt.
alles richtig so glatt gemacht, auch hier unten. Und hier rein die erste Sitzfläche sozusagen und die zweite haben wir jetzt auch Kacheln besorgt. Die sind 1,20 lang, 20 cm breit in einer ganz hellen Holzoptik. Die setzen wir praktisch hier rein und die Wand hier hinten, genauso wie die Wand da und alles das wird genauso schön verputzt, dass man es danach dann einfach weiß streichen kann. Und dann müsste das insgesamt sehr, sehr hübsch aussehen. Und dann war da ja auch noch das riesige Rolltor, das hat der Jean-Paul mit seinen Jungs abgebaut. Wir hatten überlegt, für den Boden erstmal einen Bambusparkett zu nehmen. Das jedoch muss verklebt werden und das scheidete dann aus, weil wir ja unterschiedliche Untergründe haben. Das heißt im einen Bereich Holz, im anderen Bereich die Fliesen und dann jetzt auch noch Beton. Dann haben wir überlegt, wir nehmen einen Holzparkettboden, sind davon dann aber abgekommen wegen möglicher Feuchtigkeitsschäden und Wellen, waren dann schon beim Laminat. Und schlussendlich haben wir jetzt uns ganz anders entschieden. Wir werden auf den ganzen schlappen 50 Quadratmetern einfach einen schönen, hellen Fliesenboden mit großen Fliesen verlegen. Guten Morgen. Es ist kurz vor 6. Die Knabes stehen früh auf. Und heute kommt der Beton. Gleichzeitig habe ich aber auch wieder Französischkurs. Donnerstags und freitags ist mein Französischkurs. Und insofern fahre ich die Mathilda runter, gehe danach dann in die Schule, während hier der Betonmann kommt. Und der Jannik kommt, glaube ich, auch wieder. Hat gesagt, er schaut mal nach dem Rechten. Und ich bin dann ab 12 wieder im Haus und insofern einen schönen Tag. Mittlerweile ist alles vorbereitet für den Beton. Das soll morgen stattfinden. Und hier hat Jean-Paul die Mauer fertig gemacht, auch schon verputzt. Hier sieht man, dass das Problem auch gelöst ist mit den ganzen Rohren. Und wenn wir hier reingehen, ich weiß nicht, ob man das sieht, da wurde das entsprechend abgetrennt. So sieht dann dieser Bereich aus. Ist jetzt so eine strukturierte Holzfarbig, man sieht es gar nicht. 2 Stufen. So, ich gehe jetzt mal von unten rein und man hört es schon wahrscheinlich im Hintergrund, die Betonmaschine läuft. Wir hatten zu dem Zeitpunkt eigentlich noch gedacht, wir würden die beiden Holzverkleidungen auf der Seite unten und oben erhalten bzw. mit Rigips verkleiden, um so dieses Eck dann eben auch weiß anzupassen und den Holzboden oben zu erhalten.